Hallo, heute machen wir ein super leckeres Beilagenbrot, ideal bei diesem Wetter zum Grillen und das alles mit einem Monsieur Cuisine gemacht. Der Teig ist innerhalb von 2 Minuten angerührt. Natürlich könnt ihr das alles auch mit Hand kneten. Dann geht's gleich los. Wir benutzen dazu Frischhefe 0,54 Gramm. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich das Salz abwiegen. Ich habe jetzt 22 Gramm Meersalz benutzt. Ist ganz egal, was für Salz ihr benutzt. Das Salz stellen wir zur Seite. Die Hefe gleich in den Topf reingeben. So, danach wiegen wir 400 Gramm kaltes Wasser ab. Wir schließen den Topf. Danach gehen wir auf manuelles Kochen auf Stufe 1 und lassen das mal so für 30 Sekunden laufen, damit sich das alles schön auflösen tut. Ist ganz egal, was für eine Maschine ihr benutzt oder mit Hand knetet, ist ganz egal, funktioniert. Also es geht jetzt nur ums Vermischen, nichts ums Kochen. Also die Stufe kocht jetzt nicht. So, dann geht's weiter. Wir beölen die Schüssel mit Olivenöl. Könnt ihr gut reichlich mit einschmieren. Dann tut sich auch der Teig später schön aus der Schüssel lösen. So, dann wiegen wir 15 Gramm Olivenöl ab. Das geben wir dann auch gleich mit in den Topf rein. Dazu kommt jetzt 600 Gramm Weizenmehl, vorzugsweise ein Typ 00 mit viel Eiweißgehalt. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr aber auch ein gutes 55er nehmen. Und dazu kommt noch 50 Gramm Hartweizengrieß. Das bekommt ihr im Penny zu kaufen. Oder holt euch das im Mola, das ist aber teurer. Macht noch ein bisschen Vitamin C rein, Ascorbinsäure oder Zitronensaft oder sowas. Guter Spritzer voll. Das ist gut für die Teigkonsistenz und auch für die Haltbarkeit. Ja, und dann tun wir das Ganze, mixe auf Knetstufe. Ungefähr, normalerweise die Zeit ist glaube 2,5 Minuten auf der Knetstufe. Wenn ihr das 45 Sekunden mixen tut, dann reicht das. Wenn ihr da ein bisschen länger knetet, dann tut ihr das wahrscheinlich überkneten. Ich mache es immer so, also das funktioniert auch dann wunderbar. So, dann die Schüssel einölen mit Olivenöl, könnt ihr ruhig gut einölen und den Teig hineingeben. Nochmal ein bisschen falten, übereinander legen, damit ein bisschen Sauerstoff in den Teig reinkommt. Dann tut ihr das abdecken und lasst das in der Stockgache für 15 bis 18 Stunden stehen, vorzugsweise bei 20 bis 22 Grad. Sollte die Temperatur höher sein, müsst ihr aufpassen, da geht es eben schneller. Das ist alles temperaturabhängig. Wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr das auch im Kühlschrank stellen, so bei 11 Grad ist auch ganz gut. Wenn ihr soweit seid, abdecke und dann den Teig erstmal ein bisschen anspringen lassen. Da könnt ihr dann mal so 2 Stunden in der Küche stehen lassen und dann stellt ihr ihn kälter. Das ist alles schnell gemacht, nur die Anrührzeit, Vorbereitungszeit ein bisschen und da habt ihr ruckzuck ein geiles Brot. So, anderer Tag, gut bemehlen und dann tue ich den Teig ganz zart bearbeiten. Ich tue dann immer ein bisschen mit den Händen unten drunter fahren und ziehe es ein bisschen zusammen und ziehe dann so leicht über die Arbeitsmatte. Wenn ihr jetzt zu viel Mehl habt, dann klebt er nicht mehr auf der Arbeitsmatte und zieht sich nicht stramm. Der soll sich zusammenziehen, dass er ein bisschen stramm wird. Ja, das ist wichtig, dass er nachher zusammenhält und nicht breit läuft, dass er seine Form behält. Und mehr braucht er gar nicht zu machen. Nur ein bisschen drunter fahren, nochmal ein bisschen stramm ziehen, aber nicht drücken. Und dann wird es wunderbar und dann kriegt er eine tolle Porung. Das Ganze wird dann nochmal schön eingemehlt. Ich benutze dann vorzugsweise immer ein Roggemehl. Der ist jetzt von der Mühle, der ist ein bisschen grob. So, dann tue ich immer wieder ein bisschen nochmal Strämme, so leicht runterfahren und stramm ziehen. Dann ist er ja auch schon fertig für die Stückgare. Jetzt kommt er bei mir ins eingemehlte Gärkörbchen rein. Sachte behandeln. Ich nehme dazu meine Spatel und dann geht das besser. So, dann gibt es im Rossmann, könnt ihr das kaufen, das ist ganz billig. Das sind so Haarnetze. Die sind sehr gut, das kann man dann schön mit abdecken mit. Der Teig wird dann nicht trocken, der hält seine Feuchtigkeit und da könnt ihr es dann nach oben so ein bisschen hochziehen und es klebt auch dann nicht dran. Das ist der Vorteil. Nach ca. 15 Stunden in der Stückgare, ich mache das dann immer so, wenn der Teig dann in der Stückgare ist, dann time ich das so ein bisschen
Meistens dauert das dann um so 45 Minuten. In der Zwischenzeit heize ich dann eine Backofen auf. Das muss das so ein bisschen timen. Dann gebe ich den Teig hier auf mein Backpapier drauf. Ich benutze immer Backpapier, weil es einfach besser ist. So, dann sind wir ja schon bereit für einen Backofen. Ein bisschen leicht nochmal anformen. Schreiben also das Brot einschiebe, mit 250 Grad volle Kanne vorheize und danach bedampfen mit 50 ml kaltem Wasser. Nach etwa 10 Minuten den Backofen öffnen, den Dampf ablassen und mit 230 Grad fertig backen. Ungefähr 40 Minuten dauert das. Müsst ihr ein bisschen beobachten. Wenn es bräunlich wird oben und es riecht gut, ist es fertig. So sieht's aus. Super aufgegangen. Scheint auch schön porig zu sein. Dann schneiden wir das mal an und schauen da mal rein, wie das geworden ist. Also Leute, es ist genau so, wie ich es wollte. Es schmeckt richtig lecker. Macht's mal nach. Ist ein klasse Brot. Gerade jetzt in der Sommerzeit zum Grillen ist es perfekt. Eigentlich braucht man sonst nichts. Gutes Olivenöl drauf. Lecker, sag ich euch. Ja, schaut es euch nochmal an, wie schön das geworden ist. Bisschen Bruschetta dabei, schnell angemacht, mit Koriander. Dann sage ich mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.